So, Riot revealed their plan to save League of Legends. Vor 7 Tagen. Dann gucken wir es Necrit, der dafür bekannt ist, dass er oftmals die Lore analysiert und so. Er macht ja sehr viele Videos um so das Thema, ne, welcher Champion, Lore etc. Bei solchen sieht immer sehr, sehr kritisch sofort, weil steht ja so eindeutig, ne, Clickbait, Save League. Mal gucken, wie viele Informationen da wirklich drin sind in dem Video. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's get it. Well, after the amazing update from Riot Forge, where they revealed the release dates of 3 new games based on the League of Legends universe, with one of them being a brand new Mage Seeker game about Silas escaping Demacia, which, by the way, it was confirmed that that one is not a roguelike. They're watching us. But after all of that amazing stuff, a month after the last update, we got a new one regarding League of Legends. And so yet again, Meddler and Brightmoon came back. And I have to say, I love this new style of giving us updates. It is extremely transparent, but more importantly, it is way faster. They even told us the date they recorded this, which was on the 7th. So it only took them 10 days. So ein Office, nicht mega scheiße. Mega viele PCs, einfach nicht mal so ein Cubicle, dass du so ein bisschen Privatsphäre hast, sondern einfach gar nicht. Sieht mir nicht so geil aus, daran zu arbeiten, finde ich. Weiß nicht. Ich bin einfach zu verwöhnt. Von meinem eigenen Setup, in meinem eigenen Zimmer etc. Oder von früher Gaminghäusern. For this to be pushed out, and that's with all the PR stuff that's happening in the background. So great job on that front. Right at the beginning, they mentioned that they will talk about a lot of different topics, but they will not talk about balancing. Which absolutely makes sense. They recognize that there are a lot of other creators who can cover these changes a lot faster, including Frigg himself. Anyway, let's dive into what we learned. First of all, they confirmed the data breach. In case you don't know, the source code of League of Legends was stolen, and the people who stole it demanded money for it. And you know what was Riot's response to the threats? You can keep the spaghetti. I mean, at times, even Riot themselves doesn't understand the spaghetti code. Do you really think someone else can start their own league with this code? Anyway, the League of Legends production slowed down a bit because of that breach. But now they should be up and running again. Then they talked about new champions and updates to older champions. They confirmed that when it comes to new champions or visual updates, they change their focus every year. They confirmed that sometimes they lean heavier into new champions, and for example last year, yeah, that one wasn't that good when it comes to VGUs. Simply said, in the future they want to keep the quality of every champion up to par. And this includes even the really old ones. So they will be investing more into ASUs, which is basically reskinning old champions as if they were getting a legendary skin without changing any of their abilities. And I highly support that. If it means that Cho'Gath is gonna have more than 5 polygons eventually, that's all I can ask for. And right now they confirmed that the 2 next ASUs will be Lee Sin and Teemo. I mean, Lee Sin needs it a lot. And I mean a lot. Like, have you actually seen his animations from a bit closer? So a lot of people will be happy about that one, but the second ASU is Teemo. Obviously this makes sense because Teemo is one of the most popular champions for new players, and you don't wanna scare them with PS2 graphics. Although I have to say that Teemo is aging somewhat fine after he got the new textures. But at the very least, I am looking for... Also ehrlich gesagt, das ist doch längst überfällig, oder nicht? Aber ist schon cool, dass Riot Games immer ein bisschen was macht. Weil das ganze Thema des Videos, für die den Kontext vielleicht verpasst haben, ist halt basically, dass Riot investiert sehr wenig in League of Legends aktuell. Sie haben keinen krassen Hype-Trailer gemacht für die Season, da waren sehr viele sehr sauer drüber, weil es sonst so cool war und jetzt nicht cool war. Und generell ist die Ressourcen, die Riot aufwendet quasi für League im Verhältnis in Relation zu Valorant und anderen Spielen, die Riot rausbringt, recht klein in der Wahrnehmung der Zuschauer. Und okay, also, dass sie jetzt quasi Legendary Skins für alte Champions rausbringen, die nichts kosten, also das Reskinning hat er jetzt ja gerade als Legendary Skin beschrieben, ist cool. Aber wenn ich das Ari ASU sehe, für mich als Spieler, hat es gar keinen Unterschied gemacht. Ari vorher und Ari nachher, ich habe legit nichts anderes gesehen. Aber vielleicht bin ich einfach blöd. Aber ja, cool, wenn das passiert. Cool, wenn gerade so Champions, die so viel Potenzial haben, so. Eigentlich sollte Cho'Gath oder Malphite oder so richtig alte Monster-Champion, die könnten so viel cooler sein, als was sie aktuell sind. Und dann mal gucken, was Riot damit macht.
forward to seeing his new running animations. After this, we got news that some people from the new Champions team got onto the Game Modes team, which is really awesome to hear. Ja, das ist As a super. result, the new Game Modes and some of the older Game Modes will get to League faster. But that is gonna come at the Bitte, 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 bring doch einfach wieder Nexus Blitz raus und andere Game Modes und mach wieder ein Minigame, nicht Minigames, mach NPC-Runden und so. Ich weiß, es haben nicht so viele Leute so oft gespielt, aber also diesen Odyssey-Mode, wenn er ein bisschen höheren Schwierigkeitslevel noch hätte und so weiter, das war doch so cool. Odyssey, Doombots und so, ja, man hat es nicht so oft gespielt wie Summoner's Rift, aber ich meine, du hast den Mode halt einmal fertig gemacht, dann bring ihn einfach nochmal neu raus, hä? I don't know. Aber jetzt sagt er, die haben quasi Leute abgezogen von anderen Abteilungen und es kommt an einen Preis, lass mal die Stelle einfach zu Ende hören. Is really awesome to hear. As a result, the new game modes and some of the older game modes will get to League faster. But that is gonna come at the cost of new champions. I totally think this is the right direction to go. Ist es das? Also einerseits eine gute neue Champions, ein geiler Clickbait für YouTube, ne? Wenn du so ein Case Hunter Video rausbringen kannst, dann klicken das viele Leute. Oder Reworked Aurelion Soul zum Beispiel. Aber hauptsächlich geht es mir nicht darum, sondern hauptsächlich geht es mir darum, dass einfach neue Champions binden Leute eher an League als neue Game Modes. Weil scheinbar, das ist ja wirklich krass, bei Riot Games, niemand spielt einen Game Mode oft außer Summoner's Rift. Alle spielen nur Summoner's Rift die ganze Zeit. Was aber auch daran liegt, dass Riot Games die anderen Game Modes nicht pusht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nexus Blitz nicht gut gespielt wurde. Nexus Blitz war ein toller Mode. So, ich habe den permanent gespielt. Ich hatte richtig viel Spaß dran. Dominion habe ich früher gesuchtet, aber ich war einer der wenigen Dominion-Spieler, glaube ich. Hat kaum jemand gespielt. Und Twisted Treeline habe ich zum Beispiel nie gespielt. Twisted Treeline habe ich nie gespielt. Doombots of Doom habe ich eine Runde gespielt und das war's und dann nie wieder. Und sowas alles immer recht selten. Aber cool, wenn Riot Games quasi auch ein bisschen mehr an diesen anderen Aspekt des Games fokust, weil es eigentlich ein Ding der Möglichkeit ist, dass du hast deinen einzigen Game-Mode und du entfernst Game-Mode in deinem erfolgreichsten Game. Das finde ich auch so ein bisschen schade, dass sie quasi nicht einfach neue Leute anstellen können, beziehungsweise was weiß ich von Valorant oder so abziehen können für League, weil League ist ja immer noch deren größter Selling Point von Riot. Und ja, dass jetzt weniger Champions rauskommen, damit wir wieder Game Modes haben, ist doch kacke. Warum nicht einfach beides? Aber ja, I guess macht aus einer Business-Perspektive keinen Sinn, da mehr Leute reinzuholen scheinbar. Ich steck da nicht drin, wer soll das schon wissen? In the past, I did advocate that new champions don't give new content to League. Literally 1 or 2 people get to play this new content every game. Everyone else is just playing what they have been playing for 10 years. In contrast, a new game... Das ist kein richtiger Take. Neue Champions bringen neue Dynamiken. Allein schon, dass Counterpicks in die Meta reinkommen und auch, dass du gegen diese Champions spielst, ist halt Innovation bzw. neue Sachen, die reinfinden. Oftmals synergieren ja auch Champions mit deinem Champion auf andere Art und Weise. Also was wäre Yasuo in Competitive ohne Diana zum Beispiel? Angenommen, Diana wäre nie released worden, dann wäre Yasuos Content auch weniger. Also das stimmt nicht wirklich. Aber es ist natürlich, was er sagt, es ist nicht so leicht wahrnehmbar, was der neue Champion bringt. Game mode is a new experience for everyone. So I really like the new direction League is going for. Next we got news that champion pricing is getting updated. The pricing tiers will stay the same, but a lot of champions will be a lot cheaper. Mainly, more complex champions will stay more expensive, and the easier champions to play will become a lot cheaper, so that new players can pick them up early. This is great to hear, though it is interesting to see that apparently, according to the statistics, Yuumi is an easy champion to play. I mean, it kinda makes sense. Also, according to the Der Champion ist keiner cool. Der habe ich auch schon vor längerer Zeit gelesen. Der kam irgendwie vor 2 Wochen, haben Riot den veröffentlicht. Das heißt, so Champions wie Set zum Beispiel, die ja recht leichte Einsteiger-Juggernauts sind, moven zu 350, Blue Essence, Yuumi moved sogar zu 450, damit du wirklich, du hast einen besten Freund, du bist gemeinsam zur Schule gegangen, der beste Freund hat immer schon mit dir gezockt, aber er mag League nicht, er spielt nur Valorant, er will die Valorant durchziehen, auf einmal sagst du, komm mal ran, ich spiele diesen krassen Champion, Caitlyn, du bist meine Yuumi. Und dann kommt er rein, kann sich sofort Yuumi kaufen, muss nicht auf die Champion-Rotation warten und so weiter. Das ist schon ein cooler Change. Mit deinem Freundeskreis halt Champion spielen zu können, dafür ist der Yuumi designt worden. Und in die Richtung pusht Riot Games Yuumi jetzt auch immer mehr, das finde ich in Ordnung. Dass sie nicht in Rank gut ist, sondern halt quasi als Normal Game Einsteiger-Champion, dafür ist sie da. Ja, Solution Set, okay. LeBlanc, Shaco und Yorick, cool. Ja, ich glaube generell wird es vielen Leuten gefallen, dass sie schneller die Champions kriegen können, die sie wollen. Und das kann hoffentlich ganz cool sein. Wo du ja nicht wirklich schnell die Champions bekommst, die du willst.
Weil in dem Upgrade vor 2 Wochen sahen die auch einfach billiger, die Champions. Aber das ist ja wirklich einfach die gleichen Price-Tiers. Nur ein einziger Champion ist billiger geworden, ne? Und das ist Jhin. Und Jhin ist jetzt so, ne? Knapp 400 LP, Blue Sense günstiger. Trotzdem ganz lustig, glaube ich. Und ich meine auch, dass es billiger werden sollte. Einige der Tiers sollten runtergehen, aber scheinbar jetzt nicht mehr. Is an easy champion to play. I mean, it kinda makes sense. Also, according to the statistics, players who find a champion they love early on are more likely to stick with the game. So it all makes sense now. Also, we have to mention that Jhin got his own pricing tier. But after that, they finally talk about the lore. So let's talk about what we learned. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they... So anyway, that's what we learned. Jokes aside, they mentioned that at the start, Riot was only dealing with League. So back then, writing the lore for this universe was very easy. But then we got Legends of Runeterra and Arcane and all the future projects, and so writing stories for this universe became a lot more complex when you have different media focusing on different things of this universe. As a result of this, a lot of people didn't like the fact that a lot of different games have different versions of the canon story. For example, the canon of Arcane is a lot different from the canon of the core game. Victor especially has a really different storyline. And I have to say, in the past, I was definitely one of the people who called this out. Especially after Legends of Runeterra started going a bit crazy. Even though at times it was really awesome. But over time, I learned to accept the fact that we just have different versions of the canon story. Unless we're talking about time-traveling Cytheria, that one doesn't make sense. So now it's interesting to see that Riot realized that having different versions of the canon core universe is odd. And they realized the benefits of having everything united under one story. And apparently, that's the reason why League didn't get a story in half a year now. It seems like they are doing something in the background to tie all the stories together, but we don't know what it is yet. While hearing this is cool and it makes me confident that something is happening in the background, this update absolutely does not stop the bleeding. The way things are going right now, League's lore is still absolutely dying. People show less and less interest in this universe because there are no updates. So whatever are Riot's plans, they better be quick about it. Because it is likely that by the time something is going to come out, people will absolutely move on. So Riot, please give us something soon. Anyway, after this, they mentioned a new... Ist es in eurer Wahrnehmung auch so, dass Leute jetzt die Lore weniger und weniger sich dafür interessieren? Gefühlt haben sich mehr und mehr Leute dafür interessiert seit Arcane. Oder nicht? Gefühlt die Leute, die sich gar keinen Fick geben, lesen die Lore einfach gar nicht, so wie immer. Und die Leute, die so halbwegs interessiert waren, haben sich damit auseinandergesetzt seit Arcane, weil Arcane so gut ankam. Ist doch fein, oder nicht? Seit Arcane, ja, hat aber wieder stark abgenommen. Aber kam nicht erst vor ein paar Monaten dieses Buch raus mit Viego? Das habe ich sogar gelesen. Mit Viego, Kalista, Ruination. Also eigentlich hätte ich die Wahrnehmung, dass seit Arcane mehr Leute sich mit der Lore auseinandersetzen, die nicht unbedingt dafür die Zielgruppe waren. Weil, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mit der League of Legends Lore keinen Fick gegeben. Obwohl ich riesiger Fantasy-Fan bin, aber als es dann eine Buchform rauskam und eine Serie dazu gab und so, habe ich das Buch gelesen und die Serie geguckt. So, ich lese halt nicht die League-Lore, wenn ich das Game spiele, aber wenn es quasi separate Medien gibt, um das zu konsumieren, die cool sind, die mir entsprechen. Ich habe immer schon gerne Bücher gelesen. Fantasy-Bücher, dann rein da, aber I don't know. Seltsam. New dev blog about game modes. So let's dive into this one really quickly. Here, they gave us their 2 goals for the entire game modes team. First of all, they want to give League novel gameplay besides just the core League experience, but they also want to bring up new ways to play League's unique champions. Both of these sound amazing, and later in the post, they nail it. First, they talk about ARAM. They mentioned that they got some really positive feedback when it comes to ARAM. It seems like the frost gates are really good and people really like them. When it comes to the new balancing, people also got to appreciate that one. So expect more ARAM-specific balancing in the future. However, on the other side, Tower Rubble is something the players didn't really like.
So in a future patch, they will be either scaling it down heavily, or they will just straight up remove it. That one will depend on some future testing. And after this, they dive into the 2v2v2v2. Ich habe Aram gespielt im Aram Clash und dieses Tower-Scheiße war ja so dumm. Warum ist es im Game? Mach das weg. Die X-Deck Gates in der Base, keine Ahnung, warum die da sind, aber hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Und ob du jetzt den Movement Speed Buff bekommst und damit losrennst oder ob du dich portest. Ja, I don't know, aber diese fucking Turrets waren useless. Weg damit. It down heavily, or they will just straight up remove it. That one will depend on some future testing. And after this, they dive into the 2v2v2v2. A brand new game mode that is finally gonna give the casual players something to play, just for fun. The main ideas of this game mode is to get players quickly into combat, push champion customization beyond just items, more on that in just a second, and minimize time in an already lost game. At first, I was a bit skeptical about this game mode, because when it comes to 2v2v2v2, it still sounds like something that would be competitive. And that's not really what the casual audience is looking for. But it turns out, the devs are a bunch of geniuses, because they gave us exactly what we were looking for. Wacky fun. They gave us augments! Just like in TFT. That's right, between the combat rounds, you get to pick a random upgrade. But sometimes these upgrades are champion specific. For example, when it comes to Silas, he will cast Lissandra's W every 5 seconds. Okay. Echo can become a ranged carry with What? 500 attack range. And Kaisa can get suicidal tendencies because she explodes when she dies. Can you imagine the dives with her ultimate? All of these sound really powerful, and that's very good. Because if everyone is ridiculously overpowered, all that gives you is wacky fun. If everything is overpowered, no one's gonna care about who's actually better. Everyone will just want to have fun. Die League ist eine sehr Tryhard-Community geworden. Einfach weil alles Tryhard-Content ist und auch weil also alles, was Riot rausbringt, ist ja quasi Summoners Rift Ranked fokussiert oder E-Sport fokussiert. Das ist jetzt so ein TFT-Ansatz, ne, mit diesen Augments rauszubringen und darauf Fokus zu setzen, was cool ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, weil Riots Argument ist ja, dass diese Fun-Play-Game-Modes am Ende niemand spielt. Sowas wie Earth, also Earth ist ja einfach das beste Beispiel, weil da ist alles overpowered mit Ability Haste halt. Spielt halt sehr schnell kaum noch jemand, weil es so schnell keinen Spaß mehr macht. Aber es gibt halt eine Core-Playerbase für Earth, die es immer noch spielt. Die halt Earth auch immer wieder spielen. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, Hextech auf Doom-Bots oder was auch immer. Was mich aber ein bisschen frustriert oder mich aufheuern hat lassen, war der Part hier. Als auch gesagt wurde, dass du deine Zeit, die du verbringst, in einem schon verlorenen Game reduzieren möchtest. Oder in einem frustrierenden Game. Er hat verlorenes Game gesagt, hier steht frustrierendes Spiel. Aber ich finde, Riot realisiert doch, wie schnell Games verloren und gewonnen sind im normalen Modus. Dass sie jetzt sogar einen Game-Mode rausbringen, der darauf fokussiert ist, dass du nicht so viel Zeit verbringen musst, wenn du schon verloren hast. Damit es nicht so frustrierend ist. Warum zum Fick nerven sie nicht Snowball im normalen Game? So, sie realisieren doch, es ist ein Problem. Und sie schreiben in ihren eigenen Text rein, dass der nächste Game-Mode genau das weniger haben wird. So viele League-Games, normale League-Games, Summoners Rift-Games, sind sofort zu Ende. Also auch wirklich ohne Counterplay. Und das ist dann Kacke. Also, wenn sie es sogar realisieren, ändert doch einfach das noch ein bisschen. Ich finde den 2v2-Mode cool, es wird fun sein. Ich finde da Frage, wie viele Leute das spielen werden langfristig. Wird am Anfang extrem gehypt sein. Bestimmt auch sehr cool. Ich hoffe, es werden Leute lange spielen. Ich hoffe, es wird dann auch ein bisschen Sachen dazu geben, die ihr machen könnt. Vielleicht ein kleineres Turnier, vielleicht ein bisschen Fun-Events und so weiter und so fort. Aber ja. Ich würde hinterfragen, wie viele Leute es langfristig spielen werden, aber ich werde gerne eines Besseren belehrt. Aber es ist ja quasi Riots eigener Read ihres Games, dass Leute nur Tryhards haben, das Rift spielen wollen. Mal gucken, ob es eine solche Community gibt für den 2 gegen 2 gegen 2 gegen 2 Mode. Ultimate. All of these sound really powerful, and that's very good. Because if everyone is ridiculously overpowered, all that gives you is wacky fun. If everything is overpowered, no one's gonna care about who's actually better. Everyone will just want to have fun. And if Riot pulls this one off successfully, it sounds like this is exactly what we need. I'm starting to get very confident about this game mode.
And at this point, I can't wait to see what they come up with in the future. Speaking of which, they also mentioned that in the future they will also support the older game modes. Unsurprisingly, they are talking about Earth, All Random Earth, Ultimate Spellbook, and One for All. These should start quickly rotating in the second half of the year. And lastly, they promised the re-release of Nexus Blitz. Geil. I feel like this one is really important because we need a secondary map besides just Summoner's Rift. And sometime in the future, it is gonna come back. Next, they talked about some Bitte mach es schnell cosmetic an. updates to Nexus League. Blitz war sehr First of cool. all, because Nexus Blitz hatte genug Triad-Elemente und genug Minigames. So dieses komische, für ein paar Minuten fighten wir alle im Earth-Modus gegeneinander. Oder einer ist der Juggernaut und ist riesig und du musst alle in einem Team hinterherjagen und da kriegst du Gold, wenn du ihn hittest. Oder diesen Weiger-Mode. Nexus Blitz, cool. Sehr, sehr cool. Bitte bring es zurück. War einer der besten Game-Modes, glaube ich, die rausgekommen sind. Ich habe keine Ahnung, warum er so verschwunden ist, aber er war echt gut. Ich fand Nexus Blitz super. Wild Rift is so awesome, some of the art Wild Rift has will be ported over to League of Legends. In case you don't know, Wild Rift has a lot of high quality splash art, which is also animated. But let's not get ahead of ourselves. For now, just know that Ist das nicht mindblowing? Das Flaggschiff ist League of Legends. Es ist sogar das Nebenprodukt des League of Legends Wild Rift und die kriegen animierte Splash-Arts und wir importieren jetzt deren Bilder Jahre später. Es wäre auch fein, wenn einfach die Teams da miteinander arbeiten würden. Die benutzen doch die gleichen Champions. Es gibt in Wild Rift Ari, es gibt in League of Legends Ari. Gib mir das gleiche Splash-Art, mach beides animiert. Like, Leute, wir haben 2023. Das sind doch gefühlt Basic-Sachen für das größte Videospiel auf dem PC. Like, what is this? What is this? some of the splash arts in League will get better because of Wild Rift. And the first one to test the grounds will be Rugged Garen. But Nein, nicht Rock importantly, Garen, das ist eigentlich ein guter Skin. Ich mag den alten Skin. Er ist keiner hässlich und ich mag die hässlichen alten Skins, so bei Malphite. Bei Garen und Co. Schade. you win, people. Even though some people could not comprehend that League and Wild Rift Wer ist das? Ist das Graves oder ist das Garen? Ist das ein Schwert oder eine Pistole? Wer ist das? are two different games made by different people, and therefore you can't just port a skin over because it is two different engines. Riot said, fine, we'll dig through the spaghetti and try to make Das ist hier die Feuerbändigerin aus Genshin Impact. it work. And so, they are currently trying to import Wild Rift skins over to PC. And the first ones to test the ground will be Star Guardian Seraphine, as well as Redeemed Rakan and Zaya. Just Alter, Bruder. Krasse Arme. remember that the actual models of the skin are lower resolution in Wild Rift than PC, which means that Riot has to retexture all the skins. Sobald wir Wild Rift Skins reinkriegen, kriegen wir basically so Genshin Impact Style Anime-Bilder, weil Wild Rift ist ja vor allem erfolgreich in China, wo viel Mobile Games auch gespielt werden und auch viel League of Legends. Und da ist das ja extrem beliebt, aber ist nicht unbedingt schlecht. Also wenn sich das Game dadurch gut verkauft. Und bitte, wenn die das, also bring einfach Leute von Wild Rift zu League of Legends und lass die daran arbeiten, beziehungsweise, ja, lass wenigstens die fucking KünstlerInnen die Sachen importieren. Dann Splash Art, ich verstehe, der Skin, okay, den wirst du nicht so leicht importieren können ins Game hinein, aber ein Splash Art, das fucking Basic Ari Splash Art aus Wild Rift, das animiert ist, nimm es auch in League rein. Bruh. If Kann not, nicht so hart sein. update their models. Bin ich dumm? Ist das so hart? Einfach nur das ist ein kurzes Video, dieses animierte Splash Art. Dann machst du halt, wenn du auf Ari klickst, kommt dieses kurze Video, hä? Ist es, I don't know. So Bin ich again, blöd? it is not as simple as you might think. In fact, lowering the textures and the poly count is way easier the other way. That's why getting PC into Wild Rift is a lot easier. Anyway, next, because of the breach that happened with the source code, the next clash was delayed to March. And that clash will also be the first one to be in the South Asian servers. Also, apparently, the ARAM clash was such a big success, it's coming back. Cool. We just don't know when. Next, Aber they also warum, mentioned- Riot? Ist doch legit so. Jeder, der aktuell League spielt, jeder, der aktuell League streamt, denn das ist die Bubble, die ich besser kenne, als jeder, der League spielt. Ich bin ja eher weil ich weiß eher einzuschätzen, wie andere Streamer sich fühlen, als Leute, die in Bronze vielleicht ein Game pro Woche Zeit haben, League zu spielen. Wir alle lechzen wie so ein gieriger Geier nach neuem League-Content, weil die Preseason so klein war. Als Aram rauskam, wir haben uns drauf gestürzt, es waren 50 Lobbys geführt werden. Ich hatte 3 Twitter-Gruppen
wo alle gefragt haben, wer mitspielen will bei Aram Clash. So alle, jeder wollte das spielen. Egal was es ist, wenn es neu ist, wir spielen es. So, Riot, ihr könnt literally alles machen, alles recyceln und würden spielen. Ich schwöre es euch, wenn die heute Dominion rausbringen würden und Dominion Clash machen würden, es wäre ein riesiger Hype. Safe. Aram Clash Hype war krass. Die könnten Twisted Treeline wieder releasen, Nexus Blitz, die könnten so viele Sachen einfach re-releasen und daneben Clash schreiben und es wäre so geil. I don't know. Es erscheint mir so free. Weil, also, I don't know. That they are upgrading the server capacities, which mainly means that there will be better login queues. There should also be lower ping for these South Asian servers, because they are starting up new servers closer to where the players actually are. And they are upgrading the server tech for Europe Northeast and Korea. But we don't really know what that one is gonna do. And that's it for this update. Overall, looking at everything that's happening, it seems like Riot is actually trying to address the casual audience, which has been neglected for so long. And ironically, it is the casual audience that is carrying the overall game. So if you look at everything that was said here, it looks like one big W-shaped update to me. Although League's lore is still being kept in the dust, so I really have to look for breadcrumbs if I want to cover any potential lore. Very good. Ich würde sogar hart agreeen, oder? Die Casual Audience carried auf jeden Fall League of Legends, keine Frage. Die meisten Leute haben nicht so viel Zeit, jeden Tag dieses Game zu spammen. Viele Leute in meinem Chat schreiben auch, sie spielen gar nicht mehr League oder sie spielen, wenn sie League spielen, sehr viel Aram und haben nicht wirklich viel Bock und Zeit für Ranked oder spielen sehr wenig Ranked, dass sie so den Victoria-Skin kriegen und das war's. Also ein bisschen sammlermäßig, aber sie kaufen immer noch Skins und etc. Und gucken auch einiges an E-Sports und bla bla bla. Ich finde, der Videotitel ist absolut übertrieben. Der Plan zu Save League of Legends ist jetzt echt nicht so krass. Ich finde, vieles von diesen Änderungen oder Changes, die fühlen sich jetzt krass an, weil wir einfach überhaupt nicht verwöhnt sind. Also, dass sie diese neuen ASUs rausbringen, die einfach genau gleich aussehen oder sehr gleich aussehen bei Ari oder was auch immer. Oder ich meine, die City Trick hat ja cool aus, aber you know what I mean? Warum ist es nicht schon seit Ewigkeiten da? Der Champion wurde animiert 2011 und er sollte mal geupdatet werden in 2023. Cool. Animierte Splash Arts kriegen einige wenige. Wir importieren jetzt Skins aus Wild Rift und diese verschiedenen Game-Modis sind auch cool. Aber gefühlt, und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber kann ich Riot minimale Mühe sich geben und einfach aus den bestehenden Sachen so leicht was Cooles machen. Also vielleicht bin ich einfach dumm, aber dieses Clash-System wäre doch so free. Du könntest sogar machen, einfach so ein riesiges Clash-Turnier in allen Hybriden. Du machst einfach Clash Summoners Rift, Clash Wild Rift, Clash meinetwegen fucking Valorant, du machst daraus ein riesiges Turnier und du musst nur auf irgendeiner Turnierseite das organisieren, fertig. Und dann verbindest du die verschiedenen Clients, weil du hast jetzt ja den Riot Games Client, der auch nicht funktioniert, aber I get it. Oder dann lassen wir diese Idee und dann machen wir es nur mit League of Legends, dann machen wir nur Summoners Rift, Twisted Treeline, Dominion, Nexus Blitz, meinetwegen noch Earth Clash, Aram Clash. Das machst du Turnier im Client. Du hast so viele Möglichkeiten, sehr viele Leute ranzuholen, die auch casual spielen würden, wenn du denen einfach nur irgendeine Belohnung gibst und einen kleinen Grund, das Game zu spielen. Weil jetzt haben sie quasi einen Grund uns mehr gegeben pro Jahr, weil es gibt jetzt ja 2 Ranked Splits statt eines Ranked Splits, also wird es auch 2 Victoria Skins geben, also mehr Gründe für diese Audience, auch mehr zu spielen, als für die Spieler, die ohnehin schon spielen. Weil ich bin ja nicht die Zielgruppe all dieser Changes. Riot Games gibt ja keinen Fick auf die Bubble, die den ganzen Tag League spielt. Weil wir sind da. Diese Casual Modes sind dafür da, dass die Leute, die nicht die ganze Zeit League spielen, reinkommen würden. Und du könntest so einfach denen mehr Gründe geben, mehr zu spielen. So einfach, oder bin ich blöd? Also ich finde immer noch, du schreibst irgendwo Clash daneben, verbindest das und gibst den Leuten einen Skin dafür und alle spielen's. Weil wir sind so starved von neuen League-Content, beziehungsweise so ausgehungert von irgendwelchen, kreativen Ideen. Ja, ich will jetzt nicht mitgehen, dass es der Plan ist, League zu saven, aber ich finde alle Änderungen cool. Generell bin ich Fan von allen Änderungen bei League. Dadurch, dass das Game so wenig verändert hat in letzter Zeit, kann man sich darüber glaube ich, nur freuen. Und ja, mal gucken, wie der 2v2-Mode wird. Der 2v2v2v2v2-Mode. Mal gucken, wie die neuen Skins werden, die neuen Splash-Arts. Und ja, Nexus Split kommt irgendwann zurück. Aram Clash kommt irgendwann zurück. Würde mich so absolut null reizen, für einen Skin Clash zu spielen. Das ist krass, dass du das sagst, weil sehr viele Leute spielen permanent Clash für dieses Orb, wo du nicht mal was bekommst oder nicht viel bekommst. Und Clash ist ja einer der Gründe, warum immer wieder der Server abgestürzt ist, weil so viele Leute da spielen, weißt du? Ich glaube, du bist wahrscheinlich eine Minderheit der Casual Audience.